Hallo, heute begleiten wir mit unserer Kamera den Aufbau einer Kawasaki Z1000JR. Wir haben von einem Kunden den Auftrag bekommen, ein rennstreckentaugliches Motorrad aufzubauen. Und zwar, das aber nicht nur auf der Rennstrecke gefahren wird, sondern auch auf der Straße. Das heißt, es muss auch TÜV abgenommen sein. Es soll basierend auf der Eddie Lawson sein. Es werden ja über Jahre schon Replikas davon gebaut, die sogenannte legendäre Eddie Lawson Replika. Der Kunde hatte auch wirklich genaue Vorstellungen. Er wollte ein absolut hochwertiges Fahrwerk. In diesem Fall haben wir uns dann beziehungsweise aufgrund seines Wunsches für Hyperpro entschieden, ein niederländischer Hersteller. Diese Anbauteile bzw. Fahrwerksteile beziehen wir durch unseren Händlerkollegen R&R Customizing hier aus der Gegend, der da schon über viele Jahre vor allem für Harleys Fahrwerke entwickelt, die dann auch richtig gut funktionieren. Dann wollte er eigentlich ursprünglich PVM-Felgen haben, nachdem die aber wirklich sehr teuer sind und vom Gewicht nicht wesentlich leichter sind wie die hier verbauten Y-Felgen von der Z1000 Modell 2014, haben wir uns dann dafür entschieden, und die Bremsanlage sollte eine Brembo-Bremsanlage sein. Alles Weitere haben wir natürlich aus dem Lager genommen. Das heißt, wir haben einen Z1000J-Rahmen als Basis genommen, den wir dann in der Schweißwerkstatt bearbeitet haben. Z1000J-Rahmen ist übrigens auch identisch mit dem Z1000R-Rahmen und haben dann sämtliche Anbauteile dafür hergestellt. Also wir haben dann gleich begonnen, als erstes mit den Fahrwerksumbauten. Das heißt, es musste erstellt werden, erstens einmal der Rahmen, der wurde gecleant, ein Heckumbau wurde vorgenommen. Maßgeblich dafür war, dass zum Beispiel das Kennzeichen mit den Blinkern etc. Schnell de- und montagefähig ist. Das heißt, wenn er auf der Rennstrecke ist, sollte es mit wenigen Handgriffen sofort montierbar sein. Dann wollte er eine Alu-Rohrschwinge aus unserem Portfolio. Die hat zwei große Vorteile. Erstens mal ist sie sehr leicht, hat natürlich auch die klassische Optik. Die wurde bei uns in der Werkstatt entsprechend erst auf CAD gezeichnet, damit wir sämtliche Aufnahmepunkte hatten, und es wurde eine Leere gebaut und dann wurde die Schwinge, die Rohre gebogen und die Schwinge in der Leere verschweißt und in den Rahmen eingepasst. Also bei der Lampenmaske, der Kunde wollte eigentlich nur eine Stadtnummerntafel mit einem Scheinwerfer drin. Und dann haben wir gesagt, das machen wir ein bisschen schöner, dass das alles ein wenig verkleidet ist. Und dann habe ich da aus Alublech eine gewölbte Form gedengelt und habe eine kleinere Lampenmaske gebaut, wo dann die Stadtnummer auch drauf kommen kann. Sie ist dann so lackiert worden, dass man eben die Nummer aufkleben kann, wie beim Heck, die Seitentafeln. Dann haben wir die Gabelbrücken gefräst, in diesem Fall die Typ 5 Gabelbrücken, die gekröpft sind, weil Lenkerstummel gefahren werden, und in Verbindung mit einer 49 mm Durchmesser Telegabel von Hyperpro. Das wurde natürlich in den Rahmen auch vorab erstmal alles eingebaut, Lenkanschläge überprüft, dann wurden die Stummel auch montiert, um die Sitzposition festzulegen. Danach wurden auch die Fußrasten entsprechend angefertigt und CNC gefräst und eben Heckrahmen mit Seitendeckeln, Batteriekasten und so weiter angefertigt, damit es dann zum Schluss wieder alles demontierfähig war und wir quasi das zur Beschichtung und zur Lackierung weitergeben konnten. Der Motor, dafür haben wir uns dann entschieden, und zwar für einen GBZ 1100 UT Motor, der von Haus aus zwar mit Einspritzung ausgerüstet ist und ca. 120, 125 PS gebracht hat, aber für diese Basis perfekt passt. Erstens deswegen perfekt passt, weil der Motor in diesen Rahmen ohne weitere Änderungen einbaufähig ist. Das heißt, die Halterungen passen auch in den Z1000JR-Rahmen, und von den Nockenwellen, von der Zündanlage her, ist der Motor wirklich
schon sehr gut für so einen Rennstreckenmotor geeignet. Der komplette Motor wurde erst gestrahlt, dann lackiert, in diesem Fall in Schwarz-Glanz, und dann wieder komplett zerlegt in alle Einzelteile, wurde gründlich gereinigt. Dann wurden sämtliche Anbauteile zum Motoreninstandsetzer verbracht, beziehungsweise durch uns überarbeitet. Das heißt, sämtliche Dichtungen, Simmerringe, Lager und so weiter wurden alle erneuert. Der Zylinderkopf wurde general überholt, sprich Ventilführungen wurden komplett erneuert, neue Ventile eingebaut, neue Ventilsitze gefräst, die Ventilschaftdichtungen erneuert und so weiter. Und die Zylinder und Kolben natürlich aufgebohrt und gehont. Also den Motorblock, den habe ich auf der Werkbank alles wieder zusammengesetzt, Kurbelwelle rein, Getriebe rein, Kupplung rein. Und dann habe ich den Block in den Rahmen gesetzt und dann die Kolben rein, Zylinder drauf, Zylinderkopf drauf und Ventildeckel, Motordeckel. Die Motordeckel, die wurden sandgestrahlt und dann klar Pulver beschichtet. Der Kunde wollte keine polierten Deckel, so wie wir es sonst machen. Dann haben wir natürlich auch eine komplett neue Elektrik verbaut. Also von A bis Z ist hier alles neu. Das heißt, es wurden Dyna Zündspulen verbaut. Der UT-Motor hat schon eine elektronische Zündung. Da mussten wir auf kein After-Sale-Produkt zurückgreifen, konnten das übernehmen. Der Kabelbaum, Heckkabelbaum etc., auch der Armaturenkabelbaum ist natürlich alles neu. Die erstellen wir teilweise selbst, teilweise gibt es Replika-Kabelbäume, die wir aus Japan importieren. Da machen wir dann quasi ein Mischmasch draus, Hauptsache aber, dass es natürlich perfekt funktioniert. Auch in diesem Fall haben wir unser Retro-Cockpit verbaut mit Tacho und Drehzahlmesser, voll elektronisch. Hat natürlich zwei große Vorteile. Erstens einmal funktionieren die Uhren wirklich perfekt, gehen auch so exakt wie eine GPS-Messung fast. Und man kann hier auch wirklich alles abbilden, auch Motortemperatur und alles, was man mit den ursprünglichen analogen Uhren natürlich nicht konnte. Also der Vergaser ist ein 36er Mikuni RS-Vergaser mit offenem K&N-Filter, schönes Flachschiebergeklapper und das Ansauggeräusch von den offenen Luftfiltern sorgt dann für die Gänsehaut. Die Auspuffanlage wurde auch vom Kunden, die Optik zumindest vorgegeben, sollte ein Carbon-Endrohr sein, ein Edelstahlkrümmer. Wir wollten eigentlich erst eine komplette Anlage bauen, aber wir sind dann im After Sale fündig geworden, und zwar von Cobra Speed Products haben wir die Anlage zugekauft. Die gibt es tatsächlich sogar mit EG-ABE für die GBZ 1100 UT bzw. für Z1000 JR. Wir haben die aber allerdings noch komplett modifiziert. Das heißt, der Krümmer ist original geblieben, aber die Zuführung zum Endrohr, auch die Länge und der Winkel des Endrohrs wurde komplett bei uns verändert und werden dann den Motor, auch wenn er dann eingefahren wurde vom Kunden, nochmal fein abstimmen auf dem Leistungsprüfstand. Auch auf die Bremsanlagen hat der Kunde größten Wert gelegt, und da hat er natürlich auch vollkommen recht. Auf der Rennstrecke gewinnt man nämlich nicht wegen der besten Motorleistung, sondern wer am wenigsten bremst bzw. am spätesten bremst. Und da braucht man natürlich auch eine super Bremsanlage, und die haben wir auch hier verbaut. Es sind hier radial verschraubte Brembo-Bremssättel im Vorderradbereich mit 320er Scheiben und hinten eine Doppelkolbenbremsanlage auch von Brembo. Ja, der Kunde hat gar nicht so viel Wert auf die Optik jetzt gelegt eigentlich.
als er das Moped in Auftrag gegeben hat. Er wollte halt klar gute Performance und als der Kunde das Moped abgeholt hat, hat er gemeint, oh, fast schon zu schade für die Rennstrecke. Nachdem wir es gestartet haben, hatte ich natürlich auch gleich Lust, mal eine Runde zu drehen. Und ja, hat man recht schnell gemerkt, dass das Bike super geworden ist. Sauhandlich und ja, Klang top. Leistung vom Motor super, auch wenn man noch nicht gleich so voll drauf gehen konnte. Aber es hat man schon gemerkt, dass der Motor richtig Druck hat. Ja, Fahrwerk super astrein und ich denke mal, damit kann man auch wirklich mal auf die Rennstrecke und alles geben. Der Thomas hat es als erstes Probe gefahren, jetzt habe ich es Probe gefahren und auch kurvenreiche Strecken hier bei uns in der Rhön und auch Ansprechverhalten vom Motor etc. Erstes Fazit muss ich sagen, perfekt, schon von Anfang an. Eine Feinabstimmung vom Fahrwerk muss natürlich dann individuell auf den Kunden vorgenommen werden. Der Motor wird natürlich auch nochmal fein eingestellt, allerdings muss er erstmal eingefahren werden, ca. 500 bis 1000 Kilometer. Dann werden die Zylinderkopfschrauben nochmal nachgezogen und dann kommt das Fahrzeug bei uns auch nochmal auf den Dynojet Prüfstand und dann wird auch noch das letzte PS quasi rausgekitzelt, was aus dem Motor rauszuholen ist. Die TÜV-Abnahme haben wir inzwischen auch durchgeführt, hat auch perfekt funktioniert. Das heißt, das Motorrad ist dann jetzt tatsächlich für die Straße zugelassen und kann auch problemlos auf der Rennstrecke verwendet werden. Der Kunde hat das Fahrzeug inzwischen abgeholt, ist auch hochzufrieden. Das Ergebnis hat ihm sehr gut gefallen und jetzt wollen wir mal hoffen, dass er dann auch in der Rennserie alles in Grund und Boden damit fährt.